Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe mir heute gedacht, wir machen einfach mal einen kleinen Überflieger über das Orchideenregal, welches ich euch schon einmal ansatzweise gezeigt habe. Es besteht hier aus 3 Etagen und wir gehen jetzt einfach mal Pflanze für Pflanze, oder ja nicht alles, sonst dauert das Video ewig, aber wir gehen einfach mal so die wichtigsten Pflanzen durch, was denn hier alles so passiert. Das ist ganz interessant. Im Moment ist nicht ganz viel am Blühen, eigentlich relativ wenig, aber das eine oder andere treibt aktuell Blütentriebe aus. Und deswegen schauen wir uns jetzt hier als erstes die Rosioglossum Rawdon Jester an. Ihr wisst, ich habe die in ein riesen Glas gepflanzt. Das hier ist eine wirklich große Glasvase und sie macht sich gut. Man sieht hier hinten schon weiße Wurzeln, das heißt, sie hat jetzt neu gewurzelt, neue Wurzeln getrieben und wird dann auch als nächstes einen Neutrieb bilden, der dann zum Herbst hin vermutlich oder im späten Sommer blühen wird. Im Moment konnte ich noch keinen Neuaustrieb feststellen, macht aber nichts. Die neuen Wurzeln, diese schönen strahlend weißen Wurzeln sind auf jeden Fall schon da. Links und rechts, wie ich es euch auch schon mal gezeigt habe, sind ein paar Stecklänge oder Ablegerteilstücke von Bulbophyllum verteilt. Die entwickeln sich eigentlich auch ganz gut. Bulbophyllum incolomi habe ich euch ja schon in anderen Videos gezeigt. Hier ist zum Beispiel so ein Exemplar, macht sich ganz gut in der Glasvase mit dem goldenen Colomi. Was sich richtig gut macht, sind hier die Frauenschuh-Orchideen. Die entwickeln sich wirklich richtig toll in Colomi. Bin ich sehr, sehr begeistert davon und neige sogar dazu, das als Anlass zu nehmen, noch 2, 3 weitere Frauenschuhe hier mit aufzunehmen. Phalaenopsis funktioniert auch im Regal sehr gut, da hier die Temperaturen nicht wie am Fenster abfallen und das Glas abkühlen, somit auch das Colomi und dann die Phalaenopsis-Orchidee wirklich Probleme hat. Hier unten stehen auch noch weitere Phalaenopsis. Ihr seht, hier ist die mit den panaschierten Blättern und hier ist noch eine weitere, die entwickeln sich wirklich auch hervorragend. Gehen wir dann nach oben. Hier ist ja eine meiner Orchideen, die so ein bisschen spezieller ist. Das hier ist die Abenticulata elegans, die immer, also wirklich permanent die ganze Zeit und unentwegt am Blühen ist. Also man findet immer ja, mindestens 2, 3, 4 Blüten und sind schon wieder weitere Knospen am Entstehen und Wachsen, selbst hier an der Triebspitze. Da wurde ich auch mal gefragt, Mensch, warum hast du denn so eine Orchidee, wenn es doch welche mit größeren Blüten gibt? Ja, aber die mit größeren Blüten sind auch nicht unbedingt permanent am Blühen. Und deswegen finde ich die eigentlich ganz cool, weil die wirklich richtig kräftig am Austreiben ist und immer wieder neue Triebe bringt. Und das ist eine coole Sache. Eine Orchidee macht hier aktuell einen Blütentrieb. Da ist die Blütenspitze leider beim Versand abgebrochen, aber da hat sich eine neue gebildet. Und das hier ist eine Epidendron, eine rosa blühende, wie man es vielleicht erahnen kann. Und sobald die am Blühen ist, wird es auf jeden Fall ein Epidendron-Video geben, denn ich habe noch eine weitere Epidendron oder weitere Sorten, mehrere Farben. Und da wird es auf jeden Fall wieder ein Video geben. Die anderen Phalaenopsis, die hier im Glas stehen, die entwickeln sich auch gut, machen den einen oder anderen Blütentrieb, müssten jetzt demnächst dann mal anfangen, auch wirklich zu blühen. Wäre auch schön, würde ich mich freuen, dann könnte ich ein neues Video machen. Wer sich gefragt hat, was die Phalaenopsis ohne Substrat im Glas macht, noch geht es ihr gut. Die Wurzeln insgesamt sind ein bisschen dunkler geworden. Ich lasse das jetzt aber, weil ich mir überlegt habe, das muss auch auf die harte Tour funktionieren und deswegen stehen die jetzt hier. Was wir jetzt hier hinten sehen, ist die Doritis, die ich euch auch schon mal gezeigt habe, die wirklich richtig viele Wurzeln ausgebildet hat, richtig gut reingewurzelt hat in das Glas mit dem groben Colomi. Ich musste sie nachträglich düngen, seitdem hat sie jetzt ein richtig kräftiges neues Blatt gemacht und ist auch jetzt wieder kräftiger am Wachsen. Das Shibae oder Shibae, wie auch immer man das dann aussprechen möchte, die steht hier auch schon längere Zeit in Colomi und man sieht, hier ist eine schöne, kräftige Wurzelspitze. Das heißt, das ist auch richtig toll, weil die Pflanze hat sich dann gut eingelebt. Dann habe ich mich daran
gewagt, beziehungsweise was heißt gewagt? Ich habe das schon länger vorgehabt, und zwar Tolumnia Oncidium Orchideen zu kultivieren in Colomi. Bisher machen sie sich gut, machen auch teilweise schon Neutriebe. Hier unten wäre einer, sieht man nicht so ganz, weil der nicht ganz so auffällig ist, aber man sieht, er ist deutlich kleiner als der andere Trieb. Das heißt, bisher scheint es aber auch, was so die Bewässerung und das Colomi betrifft, alles gut zu sein. Ich habe 1, 2, 3, 4 verschiedene. Das heißt, da können wir uns dann bald freuen, dass es dann auch mal Blüten gibt. Ich finde, Tolumnia ist toll, weil das sind so kleine Pflanzen, die relativ lange Blütentriebe machen und auch sehr schöne, viele bunte Blüten haben. Hier ist meine, jetzt komme ich nicht drauf, Gastrocilus japonicus. Die hat sich hier richtig gut eingelebt. Für so eine mini kleine Orchidee ist es eine richtig tolle Sache. Da hoffe ich auch bald, dass es Blüten gibt. Einzige Problem wahrscheinlich hier im Gläschen ist wahrscheinlich zu wenig Platz, weil die Blüten doch meistens eher ziemlich stark nach unten hängen. Da hoffe ich mal, dass es geht. Normalerweise aufgebundene Kultur ist in dem Fall fast besser. Hier ist auch eine Aerides, ist ähnlich verwandt mit der Sederia, die ich euch vorhin gezeigt habe. Diese hier hatte ich schon seit Ewigkeiten. Sie hat nichts gemacht, und seit ich sie in Colomi gepflanzt habe, hat sie dieses Blatt hier ausgebildet. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Und als nächstes, die hier stand vermutlich einfach zu dunkel. Und außerdem ist das Blatt hier in dem anderen Blatt verklebt. Die muss ich dann operativ von dieser Verklemmung befreien. Ist auch eine Oncidium-Verwandte. Und zwar ist das eine Citrocillum fractum. Die macht dunkelbraune Blüten mit einer weißen Lippe. Da freue ich mich schon drauf, wenn sie blüht. Und dann ist hier noch die Dendrobium, die habe ich euch auch schon gezeigt im letzten Video. Das hier ist die Dendrobium falciparum. Ist jetzt mittlerweile verblüht. Wahrscheinlich einfach zu niedrige Luftfeuchtigkeit, aber ich bin an der Optimierung dran, dass das dann auch zukünftig besser funktionieren wird. Etwas, was auch richtig toll funktioniert, ihr seht hier ganz, ganz viele Wurzeln und Neutriebe, ist hier die Epidendron porpax. Ich habe ja schon angekündigt, es wird zukünftig weitere Epidendron-Videos geben. Finde ich eine sehr spannende Orchideengattung. Die hier macht sich richtig gut, hat auch schon erfolgreich geblüht. Und sobald das dann wieder soweit ist, dass sie dann auch wieder blüht, gebe ich euch natürlich ein Update. Dann haben wir hier eine Dendrobium hibikii. Dazu gab es ja schon ein Video, die macht sich gut. Hier ist ein schöner Neutrieb, das passt also alles. Dann habe ich hier eine Phalaenopsis, die sich auch gut in Colomi eingelebt hat. Und zwar ist das Phalaenopsis stuartiana. Macht sich gut, entwickelt sich gut, sollte jetzt demnächst auch wieder einen neuen Blütentrieb machen. Hatte hier einen Blütentrieb. Und jetzt gehen wir ganz, ganz nach oben. Die Etage ist eigentlich bloß so, um die Pflanzen, während ich hier am Gießen und Arbeiten bin, hin und her zu stellen. Das hier ist eine Dendrobium bigibum, die auch einen schönen Neutrieb ausgebildet hat, ist Kamera verstellt, und die entwickelt sich auch gut. Machen wir einen kleinen Schwenk. Hier ist eine Phalaenopsis pantherina x amboinensis. Die steht nicht in Colomi, sondern in normaler Pinienrinde. Macht allerdings eine neue Wurzel, neues Blatt, passt, wächst. Dann haben wir hier ganz zum Schluss, gut, es gibt immer noch mehr Orchideen, aber nochmal eine große Bulbophyllum, die jetzt hier ein Blatt abgeworfen hat. Das älteste Blatt ist nicht so dramatisch, macht hier dafür einen schönen kräftigen Neutrieb. Das heißt, das ist soweit auch in Ordnung. Ja, so viel zum Orchideenregal. Es gibt noch mehr. Da hinten stehen die Restrepia-Orchideen, die ich euch auch schon mal gezeigt habe. Ganz unten, wenn wir hier runtergehen, ist ja nochmal eine Restrepia, die ich euch auch schon vorgestellt habe, die Eleganz. Und ihr seht hier sehr viel, das wächst und gedeiht. Das heißt, es dauert nicht mehr so lange, bis das nächste Video erscheint. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne hier in die Kommentare, in die Glasvase, ins Colomi, wo auch immer ihr es reinschreibt, ist mir egal. Hauptsache ihr schreibt eure Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, bis zum nächsten Video und tschüss.